Hebel-ETF verwendet Derivate, um einen Hebel auf einen Index zu erzielen. Im heutigen Podcast erkläre ich, wie sie funktionieren und warum sie nicht in ein langfristiges Depot gehören. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Ein normaler ETF ist dafür gemacht, einen Basiswert, beispielsweise einen Aktienindex, möglichst 1:1 abzubilden. Bei einem Aktien-ETF passiert das in der Regel durch physischen Aktienbesitz. Ein gehebelter ETF hingegen liefert ein Vielfaches vom Gewinn oder Verlust vom Basiswert und setzt Finanzderivate ein, um das Verhältnis zu erreichen. Er zielt beispielsweise darauf ab, die Wertentwicklung vom Basiswert je nach Hebel zu verdoppeln, zu verdreifachen oder sogar noch mehr. Und zwar jeden Tag. Die Hebelwirkung funktioniert in beide Richtungen. Nehmen wir einen ETF mit einem Hebel von 2. Ein Tagesgewinn von 1% beim Basiswert führt bei einem Leveraged ETF zu einem Tagesgewinn von 2%. Dafür führt ein Tagesverlust von 1% beim Basiswert bei einem Leveraged ETF zu einem Tagesverlust von 2%. Oder nehmen wir an, ein ETF hat einen Hebel von 5. Das gibt es auch. Verliert der Basiswert am Tag 20%, zugegebenermaßen ein extremes Szenario, dann würden wir mit einem gehebelten ETF am einzigen Tag einen Totalverlust erleiden. Es handelt sich also um Produkte mit einem hohen Risiko. Das ist aber nur ein Problem. Ein subtilerer, aber langfristig umso wichtigerer Aspekt für Hebel-ETF ist die sogenannte Pfadabhängigkeit. Ein Hebel führt dazu, dass kurzfristige Volatilität plötzlich auch langfristig etwas kostet. Warum? Bei einem ETF ohne Hebel spielt es für das Anlageergebnis am Ende des Jahres keine Rolle, welche Kapriolen der Markt auf dem Weg dorthin gemacht hat. Vorausgesetzt, man bleibt das ganze Jahr durch investiert. Anders bei einem ETF mit Hebel. Stell dir vor, der SMI startet am Anfang des Jahres bei 100 Punkten. Und lassen wir Dividenden der Einfachheit halber weg. Schauen wir uns 2 Szenarien an. In beiden Szenarien macht der Markt über das ganze Jahr gut 10% plus. Im ersten Szenario ist wenig Volatilität im Markt. Sagen wir, der Markt macht 5% in der ersten Jahreshälfte und nochmal 5% in der zweiten Jahreshälfte. Der SMI steigt von 100 auf 105 und dann auf gut 110 Punkte. Ganz leicht mehr als 110 wegen dem Zinseszinseffekt. Mit dem gehebelten ETF hat man dann 2 mal 10%. Das ergibt satte 21%. Das 1% ist der Zinseszinseffekt. Das ist das Schönwetterszenario gewesen. Aber an der Börse herrscht nicht immer nur schönes Wetter. Spielen wir kurz eine Turbulenz, aber am Schluss doch ein erfreuliches Anlagejahr durch. In dem zweiten Szenario nehmen wir an, wir haben in der ersten Jahreshälfte einen starken Markteinbruch von 25%. Der SMI fällt also Mitte Jahr von 100 auf 75 Punkte. Wie so oft nach einem Crash erholt sich der Markt dann aber und endet, genau wie im ersten Szenario, bei gut 110 Punkten. Von 75 auf 110 sind 47% plus. Aber was macht jetzt der gehebelte ETF über das ganze Jahr? Zuerst das Doppelte von minus 25%, also minus 50%. Dann in der zweiten Jahreshälfte das Doppelte von plus 47%, also plus 94%. Das ergibt, wenn man es durchrechnet, ein Jahresergebnis von minus 3%. Das heisst, obwohl der ungehebelte Markt über das ganze Jahr ein Plus von 10% gemacht hat, fährt man mit dem gehebelten ETF ein Minus ein. Der Grund, dass ein gehebelter ETF in einem Seitwärtsmarkt negativ performt, hat nichts mit den Kosten zu tun. Die haben wir noch gar nicht berücksichtigt, die würden es sogar noch schlimmer machen, weil gehebelte Instrumente meistens teurer sind. Der Grund ist eine Art negativer Zinseszinseffekt, wenn sich Plus und Minus abwechseln. Im Fachjargon würde man sagen, ein ETF mit Hebel erzeugt auf versteckte Art und Weise ein Short Volatility Exposure. Der Effekt, dass man bei einem Hebel implizit gegen die Volatilität investiert ist, hat nichts mit der Art des Instruments zu tun. Er kann auch bei einem Portfolio entstehen, das mit einem Lombard-Kredit gehebelt ist. Und er tritt auch bei einem negativen Hebel bei sogenannten Short-ETFs auf. Aus diesen Gründen muss man sagen, Hebel-ETFs sind vielleicht etwas für kurzfristig orientierte Trader, die genau wissen, was sie machen. In ein langfristiges Wertschriftenportfolio gehören sie nicht. Hast du selber schon gehebelte ETF eingesetzt und ist die Funktionsweise klar gewesen? Schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch oder hinterlasse mir einen Kommentar.
Bis zum nächsten Mal.